Renten in der Steuererklärung und die neuen Formulare. Ja, wer kennt ihn nicht, diesen Spruch? Von der Wiege bis zur Bahre, Formulare, Formulare. Ja, leider ist das so in Deutschland. Der Wahnsinn an Formularen, dieser Wust ist unendlich grenzenlos. Ich kann es auch nicht verstehen, aber ich möchte Ihnen mit diesem Video ein bisschen helfen, wie Sie diese vielen Anlagen ausfüllen können. Es gibt nämlich für Rentner ab Steuerjahr 2020 3 Formulare für die Renten. Es ist unglaublich. Ja, es nutzt nichts, darüber zu meckern oder rumzuwundern. Ich möchte Ihnen nur dabei helfen, dass Sie eine kleine Erleichterung, eine kleine Anleitung bekommen, sofern Sie sich Ihre Vordrucke selber ausfüllen. Ich habe für Sie einen Beispielrentner konstruiert, den Willi Weise, und der hat insgesamt 5 Renten. Er hat eine aus der gesetzlichen Rentenversicherung, die Altersrente. Er hat aus der betrieblichen Altersvorsorge, VBL, eine Rente. Er hat eine Rürup-Rente, er hat eine Riester-Rente und er hat noch eine Altersrente aus der Schweiz. Diese 5 Renten habe ich jetzt mal konstruiert, um Ihnen alle 3 Vordrucke zeigen zu können, wie das ausgefüllt wird. Bleiben Sie dran, schauen Sie es an, ich erkläre Ihnen das Schritt für Schritt. Bis gleich. Renten in der Steuererklärung und die neuen Vordrucke für die Steuererklärung 2020. Darum geht es in diesem Video. Unser Beispielrentner, der hat, habe ich extra so für Sie gemacht, 5 Renten. Der hat eine Altersrente, eine Zusatzversorgung, Versorgungsbund und Länder, eine Basisrente, also diese Rürup-Rente, eine Riester-Rente und eine ausländische Rente aus der Schweiz. Also 5 verschiedene Renten. Die konnte man von der Sache her alle auf dem Vordruck Anlage R bis 2019 erfassen. Und ab diesem Jahr müssen für diese 5 Renten 3 verschiedene Vordrucke ausgefüllt werden. Fangen wir an mit der Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Das ist das hier. Wir haben jetzt hier die Bruttorente, den Rentenbeginn und diese 900 €, das ist die Basisrente, also diese Rürup-Rente. Ja, das war im Prinzip hier auf Seite 1. Auf Seite 2 sind keine Angaben zu machen, also nochmal zur Wiederholung. Die ganz normale Anlage R, wie wir sie bisher kennen, ist nur für die Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung, für die Jahresbruttorente und für die Basisrente erstmal zuständig. Da kommen die Beträge rein und der jeweilige Rentenbeginn. Dann haben wir ja gesagt, unser Beispielrentner Willi Weise, der hat eine Altersrente aus der Schweiz, weil er da einige Jahre tätig war. Er hat jetzt hier 200 € im Monat, habe ich mal angenommen. Und da wird jetzt hier angegeben, Start des Leistungsbezuges ist die Schweiz, Rentenbetrag fürs Jahr 2400 € und der Beginn der Rente muss ein Datum eben rein. Bis 2019 wurde auf der normalen Anlage R auf Seite 1 abgefragt, ob ausländische Renten bezogen wurden. Dann wurde Ja angekreuzt und die Rente auf der ganz normalen Anlage R erfasst. Das ist jetzt nun leider nicht mehr so. Also diese Anlage R aus für ausländische Renten ist jetzt extra für diese Rente aus der Schweiz. Da ist auch jetzt gar nichts weiter auszufüllen. Also der Name, die Steuernummer, laufende Anlage R aus, haben wir nur die eine. Und dann kommt das Land rein, die Jahresbruttorente und Beginn der Rente. Und auf der Rückseite ist auch nichts weiter auszufüllen. So, dann haben wir gesagt, unser Beispielrentner Willi Weise, der hat noch eine Riester-Rente und eine Zusatzversorgung VBL, Versorgungswerk Bund und Länder. So, dann haben wir hier jetzt diese Anlage R für Rente, Altersvorsorge und betriebliche Altersvorsorge. Da kommt jetzt rein diese Zusatzversorgung VBL, also Zusatzversorgung Bund und Länder, die kommt hier rein in diese Anlage für BAV. Und dann hat er eine Riester-Rente, nehmen wir mal an, er kriegt 40 € aus dieser Riester-Rente monatlich, dann sind das 480 € im Jahr und die wird dann hier eingetragen. Bei der Rente hier aus der VBL,
Ja, also hier wird dann eben, wie gesagt, die VBL-Zahl eingetragen und hier die Riester-Rente. Hier unten haben wir, diese VBL ist ja in 2 Beträgen unterteilt, die werden auch unterschiedlich besteuert. Das wird dann hier unten nochmal eingetragen und auf der Seite 2 ist auch nichts zu erfassen. Also, wir haben jetzt für unseren Beispielrentner 3 Anlagen für die Rente. Ich wiederhole nochmal, das hier ist die ganz normale Anlage R. Da kommt die Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung und aus einem Basisvertrag, also diese Rürup-Rente, die kommt auf der Seite 1. Auf Seite 2 sind keine Angaben zu machen. Dann haben wir die Anlage R für ausländische betriebliche Versorgungseinrichtungen oder Renten. Da haben wir jetzt die Schweiz. Also wir haben ja ganz viele Menschen aus Deutschland, die in Österreich oder in der Schweiz gearbeitet haben und dort eine Rente herbeziehen oder auch andere Länder. Das ist jetzt nur mal ein Beispiel. Und dann kommt diese Rente hier aus der Schweiz, Anlage R aus für ausländische Einkünfte. Da wird auch nur also Name, Steuernummer, laufende Anlage. In der Regel gibt es nur eine Rente aus dem Ausland. Dann haben wir hier den Rentenbetrag und Beginn der Rente. Auf Seite 2 sind auch keine Angaben zu machen. Und als drittes haben wir die Anlage R, AV, BAV. AV für Altersvorsorge, das ist jetzt diese Riester-Rente, und BAV betriebliche Altersvorsorge. So, hier haben wir diese betriebliche Altersvorsorge und hier diese Riester-Rente. Und auf der Seite 2 sind auch keine Angaben zu machen. Unser Rentner, der muss also jetzt im Prinzip den Hauptvordruck ausfüllen. Dann hat er eine Mietwohnung und da hat er eine Betriebskostenabrechnung, also füllt er die Anlage haushaltsnahe Aufwendungen aus. Dann hat er private Versicherungen. Also hier, wo dieses E überall steht, wird ja automatisch übernommen. Aber wir haben hier auf Seite 2 hat er noch private Haftpflicht, private Unfallversicherung und eine private Haftpflicht für das Auto, also eine Kfz-Haftpflicht. So, dann haben wir jetzt schon 3 Anlagen und dazu kommen dann eben diese 3 Anlagen R. Das heißt, unser Beispielrentner muss insgesamt 6 Vordrucke ausfüllen. Ja, das ist schon ein bisschen verrückt, aber ich wollte Ihnen nur zeigen, für den Fall, wenn Sie diese Vordrucke vom Finanzamt verwenden, dann brauchen Sie ja irgendwie eine Anleitung. Das ist immer besser gezeigt, als wenn man sich das alles durchliest. Und hier nochmal zur Erinnerung, also hier überall die Kästchen, die mit E gekennzeichnet sind, das sind ja im Prinzip Daten, die der Finanzverwaltung schon vorliegen, aber Sie können sie natürlich auch selber eintragen. Ja, das war's erstmal und ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen helfen, wie Sie die Vordrucke künftig auszufüllen haben und dass Sie nicht erschlagen werden von diesen vielen Vordrucken und gleich 3 für die Rente. Also ist schon ganz schön heftig. Ja, meine lieben Zuschauer, das war jetzt mal kurzer Überblick über diese neuen Rentenformulare. Es ist schon die Welle Wahnsinn. Wenn Sie in den Kommentaren was schreiben, schimpfen Sie nicht über über diese Formulare, über diese Vielfalt. Ich kann es auch nicht ändern. Ich kann Ihnen nur dabei helfen, wie Sie das ausfüllen können. Schreiben Sie in die Kommentare, wenn Sie irgendwas noch wissen möchten, aber nicht meckern und schimpfen. Das war in der letzten Zeit ein bisschen heftig mit diesen politischen Äußerungen. Ich habe diesen Kanal einzig und allein dazu, um Ihnen etwas Erleichterung in Ihren Steueralltag zu bringen. Ja, dennoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat, geben Sie einen Daumen nach oben, abonnieren Sie gerne auch meinen Kanal und sichern Sie sich diesen kostenlosen Report in 7 Schritten zur Steuererklärung. Vielen Dank, dass Sie sich das Video angeschaut haben. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, Jutta Martin.